Ah, moin. Ja, Müll an Bord haben wir auch. So geht das natürlich nicht mit dem Müll an Bord. Aber wie es geht, das schauen wir uns heute an und lassen es uns erklären. Und zwar von einem Experten auf diesem Gebiet. Er kümmert sich hier an Bord vor allem um den Müll, das heißt Mülltrennung, Lagerung. Und wir schauen uns jetzt an, wie das geht. Alles klar? Dann los geht's. Halt, stopp! Ich habe euch den ganzen Prozess in 99 Sekunden noch einmal zusammengefasst. Entweder am Ende des Videos oder ihr wollt euch das sofort anschauen, dann guckt hier unten einfach in die Timestamps. Auf geht's! Ja, moin, ich bin der Obermann Wündchen vom Motorschnitt 200 und ich bin an Bord hier zuständig für die Trennung des Mülls bzw. die Komprimierung des Mülls. Das heißt, wir pressen den Müll mit unserer Müllpresse zu kleinen Paketen, sodass wir uns den Platz sparen und den Müllraum nicht voll mit Müll machen. Und das geben wir dann im Hafen gesammelt ab. Ja, wir befinden uns hier im Müllbehandlungsraum. Hier kommt der Müll von der Besatzung runter, dann kommt der hier in unsere Last. Hier ist die Müllkühllast. Hier wird der Müll von der Besatzung hergebracht. Und mein Job ist es, diesen Müll hier dann zu trennen. Und wenn wir den Müll dann getrennt haben, pressen wir den. Wir trennen den Müll hier nach einmal nicht pressbar, nicht brennbar. Zum Beispiel Glas, Deodosen, große Teile, sowas kann man auch nicht so gut pressen. Dann haben wir hier unsere Box für Papier und Pappe. Und in dieser Reihe wird der Müll gesammelt, den wir pressen, also quasi Restmüll, sowas wie Flaschen, Dosen, Haribo-Verpackungen, alles Mögliche, kommt dann hier rein. Ja, der Müll wird in einzelnen Stationen getrennt hier an Bord. Ja, die Mülltrennung hier an Bord ist fast wie bei uns zu Hause. Hier trennen wir den Müll genauso. Dann kommt er hier runter und hier sind wir dann schon ganz am Ende des Prozesses und komprimieren einfach nur noch den Müll. Da wir uns hier immer in unterschiedlichen Gewässern befinden, ist je nach Region die Mülltrennung auch ein wenig anders. Und jetzt befinden wir uns zum Beispiel im asiatischen Raum. Da ist die Mülltrennung anders als im amerikanischen Raum. Und so müssen wir den Müll hier auch trennen. Das ist ein Negativbeispiel. Das sollte eigentlich nicht in pressbaren Müll landen, weil wie man sieht, das kann man nicht pressen, das würde eher splittern. Und für uns ist es auch gefährlich, wir greifen da rein und machen unsere Hände kaputt. Ja, hier haben wir unsere Nassmüllanlage. Das bedeutet, hier kommt der ganze Müll von der Gambüse rein. Alles, was so an Essensresten anfällt, wird in kleine Behälter gefüllt und diese Anlage saugt die Behälter dann ab, so dass wir in diesem großen Bottich hier, da ist sowas wie ein Mixer drin und der rührt das alles zu einem kleinen Brei und das können wir dann irgendwann, wenn wir außerhalb der 12-Meilen-Grenze sind, nach See abgeben. Kurze Entwarnung, das ist sowas wie Biomüll und das auf See außerhalb der 12 Meilen zu entsorgen, ist so wie zu Hause das Kompostieren. Das ist was vollkommen Normales. Die Nassmüllbehälter kommen hier runter, werden gesammelt, dann werden die hier in die Tür reingeschoben, finden sich dann hier drinnen. Dann wird die Tür einfach geschlossen. Dann kontrolliere ich erstmal alle Betriebsstoffe. Ist Öl auf der Anlage, ist Luft vorhanden und so weiter. Und wenn das alles gegeben ist, drücke ich auf Absaugen starten und dann wird der Müll abgesogen. Ja, das ist unsere pneumatische Müllpresse, die einfach nur den Müll komprimiert. Das Müllpressen ist wichtig, da wir den Müll komprimieren müssen. Wir können mit dieser Presse ca. 4 Müllsäcke voll zu einem Paket zusammenpressen. Und wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir uns den Müllraum relativ schnell vollstellen. Und so können wir länger auf See bleiben. Wir pressen hier ungefähr 4 Müllsäcke zu einem Paket. 2 Pakete sind ungefähr so groß wie ein Müllsack. Das heißt, für die Größe von einem Müllsack kriegen wir ca. 8 Müllsäcke unter. Und das ist schon eine Menge. Was wir hier alles sehen, ist der Müll, den wir schon gepresst haben. Und hier sammeln wir den gepressten Müll und den werden wir dann im Hafen gesammelt abgeben. Man hier sieht 2 Reihen voll, alles schon fertig gepresster Müll.
In diesen Müllraum passen ungefähr 120 Gitterboxen. Ja, 120 Gitterboxen, das sind ungefähr 120 Tonnen Müll. Und wenn wir den Müll nicht komprimieren würden, dann würden wir uns den kompletten Müllraum vollstellen und würden dann maximal 3 Wochen zur See fahren können und dann wäre der Müllraum voll. Darum, um Platz zu sparen, pressen wir den Müll. Ja, wir haben hier ca. 120 Gitterboxen, aber auch die sind irgendwann voll und darum geben wir im Hafen dann den Müll ab. Nehmen die Gitterboxen hier raus, fahren sie mit dem Aufzug nach oben und dann mit dem Kran auf die Pier und somit durch eine Menschenkette wird der Müll dann in die Mülltonnen auf der Pier transportiert und wir haben Platz für neuen Müll. Das war's. So geht Müll an Bord. Also für uns, wie ihr seht, kein Thema. Ich hoffe, für euch war es verständlich. Ciao! Das war eine ganze Menge, aber ihr habt auch gesehen, das ist für uns hier an Bord gar kein Problem. Mülltrennung, Müllpressen, einlagern und dem Ganzen abgeben, dann auch wieder im Hafen. Jetzt folgt das Ganze nochmal zusammengefasst in 99 Sekunden. Haut rein, viel Spaß!